herzlich willkommen in einer etwas anderen Folge von Jojos Camp. Ich bin unterwegs zu einem See, zu einem für mich sehr geschichtsträchtigen Ort an diesem See. Und zwar habe ich ein Jahr lang in einem Zelt auf einer Insel gewohnt dort und würde dort heute gerne vorbeischauen, einen Besuch abstatten und schauen, wie es der Insel so geht. Dieses Inseljahr hat für mich im Jahr 2019 begonnen. Das war damals ein großer Schritt ins Ungewisse. Das erste Mal an diesem See anzukommen und zu wissen, dass mein Leben von jetzt an wohl eher ungewöhnlich verlaufen wird. Wenn ich zurückdenke, vor 5 Jahren, was sich alles getan hat in der Zwischenzeit, als ich zum ersten Mal da war mit der ganzen Aufregung und der Überlegung, werde ich wirklich auf einer von diesen Inseln ein Jahr wohnen. Das war unglaublich spannend. Und ich habe dann da jemanden getroffen, über den habe ich Kontakt zu den lokalen Leuten bekommen. Der hat mir gesagt, wem welche Insel gehört, hat mir seine Hilfe angeboten, hat mich mit dem Boot rübergebracht, wie ich zum ersten Mal da war. Ich habe mein Kanu hier eingepackt, dem ganzen Zeltzeug und bin dann auf die Insel gefahren. Das war sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Und das ist nämlich auch der einzige Ort, wo man mit dem Auto direkt zum Ufer hinkommt. Also alles Schwere, was ich auf die Insel gebracht habe, war von hier über den See transportiert. Mein normaler Weg auf die Insel war aber durch den Wald vom anderen Ende. Und das zeige ich euch jetzt auch. Da werden wir jetzt durch den Wald auf die Insel gehen. Also durch den Wald gehen und mit dem Kanu über den See fahren, um auf die Insel zu kommen. Wir sind jetzt da am letzten Abschnitt der Straße in den Wald hinein. Die hört irgendwann mal auf. So eine 3 Kilometer Schotterstraße. Und das war meine einzige oder die kürzeste Verbindung zur Insel. Aber die Herausforderung war im Winter, weil natürlich gibt es hier keinen Winterdienst oder so und die Straße wird einfach nicht geräumt. Und so habe ich mir selbst beholfen und mir an meinen damals sehr niedrigen Volvo einen Schneepflug hinten dran gebaut. Es hat funktioniert. Glücklicherweise war in dem Winter nicht sehr viel Schnee. Heute habe ich auch die mitgebrachte Kettensäge nicht gebraucht. Diese gehört hier auch zur Standardausrüstung im Wald. Umgestürzte Bäume auf dem Weg waren aber nur eine mögliche Bedrohung. Im Laufe der Zeit ist dieser Waldpfad hier so zu meinem gewohnten Gang zur Insel geworden. Und ich bin dann eben zu allen möglichen Tages- und auch Nachtzeiten abgegangen. Und es war eines Nachts, es war schon finster, es war Vollmond, glaube ich, und darum habe ich meine Stirnlampe nicht eingeschaltet gehabt und gehe einfach hier so entlang, Gedanken versunken, über irgendwas nachdenkend. Und plötzlich höre ich hier 2-3 Meter links von mir ein Wildschwein davonlaufen. Da ist mein Puls dann erst mal ein bisschen höher gewesen und ich war auf jeden Fall wieder hellwach danach. Nach dem Gang durch den Wald führt die letzte Etappe über das Wasser. Heute leihe ich mir ein Kanu von einem Bekannten, das dieser hier am See hat. Damals hatte ich mein Kanu am Ufer liegen. Und wenn ich eine Sache in diesem Jahr verinnerlichen konnte, dann war es das Paddeln. Nicht nur bei schönem Wetter und Sonnenschein, sondern auch im Sturm, bei Schneefall und im Eis. Mein Plan für die kalte Jahreszeit war gewesen, mir so einen Kanal im Eis freizuhalten, so lange, bis das Eis dick genug war, um mich selbst zu tragen. Soweit kam es aber nie, der Winter war zu mild für eine konstante Eisdecke. Und so bin ich nach 4 Jahren wieder an dem Ort, der mir einst zu Hause war. Der erste Schritt damals war, mir eine Plattform für das Zelt an dieser unebenen Stelle zu bauen. Dafür habe ich Steinblöcke aus der Umgebung geholt, auf die ich die Plattform setzen konnte, die mir Johann vom anderen Ende des Sees gebracht hat. Das dauerte ein paar Tage, bis alles ordentlich gestapelt, ausgerichtet und gerade war.
Als Zelt hatte ich ein sogenanntes Bell-Tent, also eine Glockenform mit 5 Meter Durchmesser und einer Mittelstange. Und das hat genügend Raum gehabt und auch wunderbar zwischen die Bäume gepasst. Auch wenn ich sehr spartanisch begonnen habe, so habe ich mich nach und nach komfortabel eingerichtet mit einem Bett, später sogar einem Sofa, das ich vor dem Sperrmüll retten konnte, einem Tisch aus einer Steinplatte für den Kochbereich und weitere Luxusgegenstände, wie unter anderem auch mein E-Piano, das ich über den Strom aus dem Solarpanel betrieben habe. Zumindest in der Sommerzeit. Der wichtigste Einrichtungsgegenstand war allerdings der Ofen. Der war nicht nur zum Heizen und zum Trocknen, sondern auch um warmes Wasser fürs Waschen von Wäsche, Geschirr oder von mir selbst zu haben. Und nicht zuletzt auch, um darauf zu kochen. Meistens hatte ich allerdings meinen Benzinkocher dafür in Verwendung. Beim Essen hatte ich nicht den Anspruch, mich aus dem Wald zu ernähren, auch wenn Beeren und Pilze reichlich vorhanden waren. Das meiste war dann doch aus dem Supermarkt. Dabei ist aber im Winter ein weiteres Problem vorhanden, nämlich das Frieren von Lebensmitteln. Als Lösung für dieses Problem habe ich eine Idee aus dem Sommer adaptiert. Es war der Versuch, mir aus einem Abwasserrohr einen Kühlschrank im See zu bauen. Die eine Seite fest verschlossen an einem Stein im Wasser versenkt, die andere über der Oberfläche als Zugang. Im Winter, so die Theorie, hat es unter Wasser konstant 6 Grad, also sollten Lebensmittel dort auch nicht frieren. Und das war auch tatsächlich der Fall. Technisch gesehen hat es funktioniert, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sich die Kartoffeln verkanteten und alles stecken blieb. So habe ich dann das Rohr wieder aus dem See nehmen müssen und mit der Stange alles unten rausschieben. Von da an habe ich mein Essen im Zelt in Decken gewickelt, das hat auch funktioniert und war um vieles praktischer. Ein viel nachhaltigeres Bauvorhaben, das den wohl größten Zugewinn gebracht hat, war ein Eingang aus Kunststoffglas. Dazu habe ich aus Resthölzern einen Rahmen gezimmert, die Acrylplatten zugeschnitten und mit Scharnieren eine Tür gebaut. So konnte ich den Ausblick genießen, den Wind draußen und die Wärme im Zelt halten. Und diese malerische Aussicht hat mich auch zu vielen Einsichten geführt. Zu dem Spannungsfeld zwischen dem mich zurückziehen und trotzdem noch mit der Welt verbunden zu sein und auch der Umgang mit Einsamkeit. Bin ich allein? Eigentlich nicht, ne? Ich habe schon viel Besuch gehabt, Freunde, Familie. Hier um den See herum, die Leute, die da wohnen in der Gegend, da habe ich auch Kontakte, sind alle sehr freundlich, machen sich Sorgen. Wird der Bur den Winter überleben? Holzspenden gibt's, alles Mögliche. Also na, alleine bin ich nicht. Aber bin ich einsam? Ja. Aber ich konnte genauso gut einsam sein in einer Großstadt. Und das ist, was ich irgendwie erschreckend finde, dass das keinen Unterschied macht, wo ich bin. Und was auch noch keinen Unterschied macht, ist dieses Gerät. Es macht keinen Unterschied, ob ich in einer Wohnung sitze, in einer Großstadt oder hier im Zelt und mir irgendwelche depperten Videos anschaue. Oder Nachrichten lies, die mir da jetzt so gar nichts angehen in meiner Welt. Aber es hat einfach so viele Vorteile. Ich meine, ich konnte da im Zelt, ich kann mit jedem kommunizieren, ich kann das teilen, was ich erlebe. Aber wenn das Medium, das mir die Möglichkeit gibt, es zu teilen, mich davon abhält, es überhaupt erst zu erleben, dann passt was nicht. Was ja eigentlich genau das ist, warum ich da bin. Das ist genau das, was ich wollte, das zu spüren, die Grenze herauszufinden oder irgendwie was den Unterschied macht. Und ich bin, glaube ich, einfach noch nicht da, wo ich hin möchte. Vielleicht ist der nächste Schritt,
einfach mal das Kastel wegzulassen. Und dann wird die Stille, glaube ich, nur viel lauter. Ein gesunder Umgang mit dem Kastel, also dem Smartphone, ist für mich heute noch eine Herausforderung. Was sich aber grundlegend für mich in diesem Inseljahr geändert hat, ist, auf die Stimme Gottes zu hören. Und dazu habe ich mir viele Gedanken in mein Tagebuch geschrieben, die ich in diesem Jahr zu meinem Buch Draußen zu Hause zusammengefasst habe. Lass dies mein Ratschlag an dich sein. Warte nicht, bis es zu spät ist. Höre heute auf die Stimme in deinem Herzen, die dich schon vor deiner Geburt kannte. Seit deinem ersten Tag auf der Erde ist sie bei dir. Du hast vielleicht nur ihren Klang vergessen oder weißt nicht mehr, wie du auf sie hören kannst. Du findest sie nicht an lautem Ort, du findest sie nicht im Sturm. Die Stimme ist ruhig und leise und drängt sich dir nicht auf. Du findest sie in der Stille, an einem Ort der Einsamkeit. Der Ort, von dem ich spreche, heißt Natur. Die Stimme, die ich meine, die zu dir reden möchte, ich nenne sie den Autor. Den Autor deiner Geschichte, weil er alles weiß und bereits existierte, bevor es geschrieben stand. Du wärst erstaunt über all die Möglichkeiten, wenn du nur die Stimme hören würdest und dir ihrer bewusst wärst. Suche diesen Ort und brich dahin auf. Wenn du zurückkommst, wirst du verändert sein, doch fehlen wird dir nichts. Gehe heute, es ist dein Leben. Lass dies mein Ratschlag an dich sein. Das war für mich so irgendwie die Quintessenz aus diesem Jahr hier auf der Insel, dass ich gemerkt habe, obwohl ich eigentlich hier bin, ich muss einfach wirklich in der Ruhe sein. Es kann auch sein, dass ich selbst an so einem wunderschönen Ort in der Natur bin und trotzdem nicht loslassen kann. Also es ist vielmehr eine innere Reise, ein inneres Abkoppeln von der Welt. Und das hilft natürlich, wenn die Umgebung anders ist. Also es hilft natürlich, Abstand zu nehmen, wenn man geografisch auch wirklich Abstand hat auf einer Insel. Aber man kann das auch überall machen. Also zu Hause, in seiner Wohnung, in seinem Haus, wo auch immer, beim Wochenendausflug. Einfach mal wirklich alles, was ablenkt, wegzulassen und einfach mal zu versuchen, auf diese innere Stimme zu hören und auch eben dadurch Gott die Möglichkeit zu geben, zu einem zu sprechen. Für mich war es eben nötig, auch wirklich so lange Zeit so ein extremes Erlebnis zu haben, um von allem mal loszukommen. Und ich muss auch sagen, für mich war dieses Inseljahr jetzt nicht so sehr ein Ausflug und danach komme ich wieder zurück und mache weiter wie bisher, sondern es war vielmehr so eine Weggabelung, eine Abzweigung zu am neuen Leben, das jetzt zu dem geführt hat, dass ich jetzt hier in Schweden wohne und versuche hier irgendwie mein Leben zu meistern. Und ich glaube, dass die Natur der Ort ist, wo man das finden kann. Ich habe es gefunden, auch wieder verloren in der Zwischenzeit, aber ich weiß zumindest jetzt, wie ich hierher zurückkommen kann. Vielen Dank fürs Dabeisein bei dieser und auch bei allen anderen Folgen von Jojos Camp. Das war jetzt vorerst mal die letzte, aber ich hoffe, dass es euch motiviert, selber rauszugehen und Dinge in der Natur zu erleben. Und vielleicht bis auf ein Wiedersehen hier in Jojos Camp oder sonst draußen im Wald. Ciao!